und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Wohnmobil, vielmehr Expeditionsmobil-Roomtour. Ich bin Julia von SEO Camper Van, reise seit 28 Monaten gemeinsam mit meinem Mann durch Süd-, Zentral- und Nordamerika. Allerdings in einem viel, viel kleineren Fahrzeug, nämlich in einem selbst ausgebauten Renault Master-Kastenwagen. Und natürlich interessiert mich brennend, wie es denn in so einem riesigen LKW aussieht, in der Wohnkabine. Und wir sind gerade bei unseren Freunden von der Automedia in Karlsruhe, die bei der Umrüstung geholfen haben von dem Fahrzeug. Und der Dirk, der Besitzer, hat sich bereit erklärt, mit mir gemeinsam diese Wohnmobil-Roomtour zu drehen und uns einen Einblick in sein Zuhause auf 4 Rädern zu geben. Hallo Dirk. Hallo. Schön, dass wir die Chance haben, in dein Auto reinzugucken heute. Gerne. Das ist ja ein ganz besonderes Teil. Erzähl mal, was für ein Fahrzeug ist das denn? Ein MAN? Oder? Also, ja, wir haben hier einen MAN, ein HX60, kommt aus der britischen Armee, wurde ausgesteuert beim Brexit von den Engländern. Das Fahrzeug kommt aus Dormagen über eine Auktion, über das habe ich es ersteigert. Damals sah er natürlich noch ein bisschen anders aus wie jetzt. Andere Farbe. Er war olivgrün, wie man es kennt, und ja, er hatte hinten eine Pritsche mit einem Planenaufbau, die wo natürlich komplett runterkam, um das Fahrzeug so herzurichten, wie wir es jetzt sehen. Deswegen auch vorne die krasse Optik, weil es ein Militärfahrzeug ist. Genau, richtig. Das heißt, wenn du sagst, war früher eine Plane drauf, den Koffer hast du selbst gebaut oder in Auftrag gegeben? Wir haben genau richtig, er wurde konstruiert, also er wurde gebaut nach meinen Plänen, nach meinen Vorstellungen. Ja, dadurch kam praktisch ein Zwischenrahmen auch ins Gespräch, inwiefern man den einbaut, was für ein Zwischenrahmen, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja, wir haben viel diskutiert, gesprochen, was das Beste ist für das Fahrzeug, dass er für mich optimal zum Fahren ist und für meinen Gebrauch nutzbar ist. Genau. Ja. Ja, und so wurde das dann praktisch das Ganze vor 3,5 Jahren ins Leben gerufen und ja, vor 3,5 Jahren angefangen, das Ganze zu bauen. Erst abzubauen, die Pritsche runter und dann über den Zwischenrahmen, über den Koffer mit der Hubbox hinten, wo das Quad drin steht. Das heißt, du hast hinten quasi eine Garage für dein Quad integriert. Genau, richtig. Also das, was man jetzt nicht sieht, praktisch unter dem langen Überhang hinten hängt praktisch eine Box, die wo über ein Hydrauliksystem nach oben und unten gefahren werden kann. Damit man das Quad dann rein und raus genau, kann. Richtig. Ich kann praktisch die Box komplett runterlassen, dann steht das Quad drin und auf der Box ist praktisch innen drin das Bett. Also auch die Schlafmöglichkeit. Unsichtbar. Genau, es ist völlig unsichtbar, es ist wahnsinnig viel Technik. Ja, war spannend auch zu bauen. Es ging auch erst auf den 2., 3. Anlauf. Also von den Planungen her hat man viel konstruiert, probiert, wie es geht. Es ging in 2 Versuche nicht bis wegen dem Hubelement. Wegen dem Hubelement, genau richtig. Ja, ist ja was ganz Besonderes. Also habe ich so jetzt auch noch nie gesehen. Aber es ist natürlich richtig toll, gerade mit Diebstahl, weil es einfach unsichtbar ist. Genau, richtig. Also für mich war es einfach wichtig, für mich war immer wichtig, ein Backup-System dabei zu haben, wenn man in die Wüste fährt und wirklich allein unterwegs ist. Normal macht man es nicht, aber wenn am Fahrzeug mal was kaputt geht und man kann sich nicht mehr bewegen, dann ist immer noch die Möglichkeit, das Quad hinten rauszuziehen, um einfach Hilfe zu holen. Ja. So war die Idee. Natürlich dann auch noch den Vorteil, es kommt keiner ran ans Quad. Es ist staubfrei, es ist trocken. Genau. Ich kann, was für mich auch noch wichtig war, ich kann die Schlafhöhe selber bestimmen innen drin. Ich liege nicht wie bei vielen Expeditionsfahrzeugen, wo die Garage im Fahrzeug aufgebaut ist, unter 50 cm bis zur Deckenhöhe. Das war für mich immer, das wollte ich nicht haben. Ja. Also für mich war einfach wichtig, dass ich einfach Wohnraum und mir Platz schaffe dadurch. Da freue ich mich schon, nachher das innen zu sehen. Ja, ich denke, es ist auch ganz interessant, mal das zu sehen. Das glaube ich. Und welche Maße hat die Kabine? Die sieht ja schon ganz schön mächtig aus. Also die Kabine selber hat 6,20 Meter Gesamtlänge, inklusive Garage oder Bett hinten. Die Breite sind mit 2,48 Meter Außenmaße und dann jeweils 6 cm links und rechts weg durch die Dämmung, durch die Isolierung. Gesamtfahrzeuglänge haben wir, ich müsste echt lügen, 8,95 Meter. Und in der Höhe 3 Meter mit Solarpanelen. Und der höchste Punkt ist jetzt die 360-Grad-Kamera hinten. Ich denke mit 3,95 Meter in der Gesamthöhe. Okay.
Und wie viele Tonnen hat das Fahrzeug? Das Fahrzeug hat ursprünglich einen 18-Tonner von der britischen Armee. 18 Tonnen. 18 Tonnen, ja, genau richtig. Und momentan aber in diesem Zustand, also auch voll beladen. Ich wohne ja bereits seit 6 Monaten eigentlich in diesem Fahrzeug drin. Es ist eigentlich alles, was ich an Wohnutensilien besitze, in dem Fahrzeug drin, mit dem Quad hinten drin. Sind wir jetzt bei knapp 16 Tonnen fahrfertig. Also mit 800 Liter Diesel, 400 Liter Frischwasser und allem, was man braucht zum Fahren. Also komplett fahrfertig. Ganz schöner Brocken auf jeden Fall. Ja, das stimmt, ja. Frischwasser, schon angesprochen, sind 400 Liter. Sind 400 Liter, ja. Abwasser sind 180 Liter, wo unter der Treppe sitzt. Das ist der Abwassertank. Der wo schwarze, genau, der schwarze unter der Treppe ist der Abwassertank. Dann haben wir hier der originale 300 Liter Dieseltank. Ist natürlich für ein Expeditionsmobil ein bisschen zu wenig, richtig lang fürs britische Militär, lang das vielleicht, aber für Expeditionsmobil lang nicht. Dadurch haben wir praktisch bei dem Fahrzeug oben nochmal einen 500 Liter Dieseltank zusätzlich. Das ist der zweite. Genau, das ist der zweite Tank mit 500 Liter Diesel nochmal zusätzlich reingepackt. Passt natürlich von der Fahrdynamik mit seinem Gewicht da oben nicht ganz optimal dahin, natürlich, weil der Schwerpunkt ziemlich hoch kommt, aber die Idee ist einfach, ich will einfach auch nicht immer 500 Liter Diesel drin haben, sondern das ist praktisch, ich fahre zum Tanken mit den 300 Litern und nur wenn ich das Gefühl habe, dass ich weiter, die Distanz wird größer, dass man dann zusätzlich oben diese 500 Liter reinmacht, einfach um die gewisse Sicherheit zu haben. Weil eigentlich macht es keinen Sinn, zusätzlich immer 500 Kilo oder mit sind sich ja nicht ganz mit sich runterschleppen. Genau. Also so war die Idee, dass er nicht optimal sitzt da oben, war mir klar, bin das auch eingegangen, wir haben auch darüber gesprochen, aber ich habe am Fahrzeug sonst keinerlei Möglichkeiten mehr, irgendwo anders den Tank zu bauen. Und was ist das für ein Tank vor dem Ersatzrad? Das ist der Originaltank vom M1, vom Militär, und zwar ist es so, dass der LKW selber keine Kühler vorne hat, wie beim normalen Auto oder beim LKW. Der hat seinen Kühler, das sehen wir auch nachher, wenn wir rumlaufen, auf der Seite sitzen, und das war den einfachen Grund, wenn du mit den Militärfahrzeugen in Sumpfgebiete fährst oder durch Wasser durchfährst, dann schwemmst du den Schmutz auf, und der setzt sich eigentlich dann im Kühler vorne ab und würde den Motor überhitzen. Aha. So, und da hat sich das Militär eigentlich überlegt, wir setzen den Kühler nicht nach vorne, auch wegen dem Böschungswinkel vorne im Auto, dass man relativ steile Böschung hochkommt. Wir setzen den auf die Seite, genau richtig, und kühlen den mit einem großen Lüfter, und dieser Lüfter wird mit Öl angetrieben über ein Hydraulikaggregat. Okay. Und das ist der Öltank dazu, genau richtig. Ah, verstehe. Der hatte 3 verschiedene Stufen. Die Schaugläser unten zeigen praktisch an, ich brauche die Ölmenge, das erste Glas ist dafür da, praktisch um den Lüfter anzutreiben. Dann gibt es diese Fahrzeuge mit dem hydraulischen Kranen. Dann gibt es praktisch die zweite Stufe als Ölmenge, das Schauglas. Ja. Und wenn jetzt noch ganz viel Nebenaggregat kommt, wo auch noch mit Öl angetrieben wird, dann brauchen wir praktisch, dann ist er ganz oben, genau. Okay. Richtig. Und den kannst du dann auch separat von außen befüllen? Genau, richtig. Aber da brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Solange nichts undicht ist an dem Fahrzeug, hält es eigentlich drin, und es bleibt immer auf dem gleichen Stand. Okay, super. Und bei so einem Exmo ist natürlich Autarkie auch ganz wichtig. Ja, richtig, genau. Das heißt, ich sehe da schon ganz viele Solarpaneele. Richtig, genau. Also war für mich auch extrem wichtig, weil ich völlig autark eigentlich mit dem Fahrzeug unterwegs sein möchte. Also wir haben praktisch in dem Fahrzeug verbaut 4,3 kW Solarplatten. Ich habe eine Batterie drin mit 17 kW Speicher. Silizium, genau, eine Ionenbatterie. Wir haben innen verbaut alles in 230 Volt Technik. Okay. Also ganz normal die Beleuchtung auf 230 Volt, Kühlschrank, Gefrierschrank, ganz normale Haushaltsgeräte. Spritzklimaanlage, ganz normale Haushaltsgeräte, eigentlich alles. Ich habe versucht, wirklich alles innen drin auf 230 Volt auszurüsten, ging nicht ganz. Die Dieselheizung, ich habe eine gemischte Heizung praktisch drin mit Diesel und 230 Volt. Die Steuerung für die Heizung benötigt aber wieder 12 Volt. Und auch die Glesana-Toilette innen drin benötigt 12 Volt. Das heißt, wir haben 2 Komponenten momentan drin, wo wir von 24 Volt auf 12 Volt runter reduzieren. Lässt sich nicht vermeiden. Es ist Wohnmobiltechnik. Es gibt in dem Sinn noch keine Toilette mit 24 Volt oder auch die Dieselheizung, wie ich sie verbaut habe, nicht in 24 Volt, deswegen 12 Volt. Also das sind so die 2 einzigen Baustellen, wo auf 12 Volt runter reduziert werden. Alles andere
funktioniert innen drin auf 230 Volt. Klimaanlage, Backofen, Mikrowelle, Kochceranfeld, alles, was man in einem normalen Haushalt auch hat. Das ist natürlich sehr praktisch und spart wahrscheinlich auch eine Menge Geld, wenn man nicht die teuren Wohnmobilkomponenten dann braucht. Definitiv. Genau, und es ist leicht austauschbar. Das war für mich ein Grund, wenn du mit dem Fahrzeug unterwegs bist und es geht dir ein Kühlschrank kaputt, ein Gefrierschrank, irgendwas, es ist alles auswechselbar, es sind Standardmaße, die Norm. Ich kann es ausbauen und gehe mir einen Standardkühlschrank holen. Egal wo auf der Welt. Genau, richtig. Genau. Ja. Das war so die Idee von der ganzen Geschichte innen drin. Du hast aber wahrscheinlich auch noch einen externen Anschluss für Landstrom. Genau, richtig. Habe ich auch noch. Diesen Landstromanschluss kann ich nutzen, wenn ich jetzt zu Hause bin. Oder ich habe auch dadurch die Möglichkeit, wenn jetzt wirklich die Solaranlage den Strom nicht ganz bringt und mir würde der Strom ausgehen, habe ich ein Notstromaggregat und schließe es dann praktisch einfach über Notstromaggregat an und kann damit die Batterie nochmal füllen. Und was hat es mit den Kameras auf sich? Also ich habe gesehen, es sind 4 Kameras rund ums Fahrzeug. Genau, wir haben momentan sind es eigentlich sogar jetzt schon 6 und es fehlt noch eine, wo noch kommt. 7 dann am Ende? Nein, es sind 4, 5, 6, wir haben dann 7 am Ende. Kameras, genau, richtig, hat richtig aufgepasst. Genau, richtig, 7 Kameras. Ich kann das kurz erklären. Das Fahrzeug ist ein Rechtslenker. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Er ist ja rechtsgelenkt, dadurch ist er natürlich in Europa ein bisschen schwieriger zu fahren. Und auch die Übersicht vom Fahrzeug, wenn du auf der rechten Seite sitzt und du hast Rechtsverkehr. Ja, man sieht gewisse Winkel im Fahrzeug nicht so gut. Dadurch kam die Idee, eine 360-Grad-Kamera einzubauen in das Fahrzeug. Darum stehe ich jetzt hier bei Automedia in Karlsruhe. Die Birdview Alpine installiert haben. Genau, richtig. Die haben das System jetzt hier eingebaut über die Woche. Ich habe es selber noch nicht groß getestet. Ich freue mich jetzt selber auch drauf, wenn es dann mal funktioniert, um es zu sehen. Live auszuprobieren. Genau, richtig. Original ist bei diesem Kamerasystem sind die 4 Kameras, vorne, hinten, links und rechts. Ich habe mir jetzt noch eine Kamera aufs Dach gebaut, um zu sehen, wenn ich durch eine Brücke fahre, wegen der Höhe, dass ich erkenne, ob mir es langt. Und zusätzlich kommt hinten ans Heck nochmal die Kamera ran, dass wenn ich rückwärts irgendwo drunter durchfahre oder auch so wie hier jetzt an Bäumen und es hängen Äste runter, dass ich sehe, ob mir es reicht oder nicht. Genau. Okay. So, und die letzte Kamera, die 7. Kamera, haben wir gestern verbaut. Das ist praktisch, ich habe auf der rechten Seite, wenn ich rechts sitze und im Rechtsverkehr bin und ich habe einen steilen Winkel zu einer Kreuzung, sehe ich nach links hinten nichts, auch über den Spiegel nicht. Ich habe einen absolut toter Winkel. Und dadurch haben wir jetzt praktisch am Spiegel selber nochmal eine Kamera hingebaut, sodass ich diesen toten Winkel, wo den toten Winkel über das Radiosystem, über das Alpine-System nochmal abdeckt. Also und damit habe ich meine Gefahrenstelle oder meine Gefahrenzone für mich, wenn ich jetzt so die letzten Monate unterwegs war, eigentlich damit abgedeckt. Komplett abgedeckt. Ja. Das heißt, viele Kameras im Fahrzeugfond wahrscheinlich, die du im Auge behalten musst. Genau. Ja. Und der Rechtslenker kommt wahrscheinlich daher, dass es ein britisches Militärfahrzeug ist. Genau, richtig, genau. Ja. Also es würde nochmal die Möglichkeit bestehen, das ganze Fahrzeug umzubauen auf Linkslenker. Würde kosten ca. 15.000 Euro kosten, um den Umbau zu machen. Ja, war jetzt für mich die Frage, lohnt sich das Ganze? Ja, ich bin momentan der Meinung, ich kann auf der rechten Seite genauso gut fahren mit der Einschränkung. Das ist Gewohnheit. Genau, eine Gewohnheitssache und jetzt mit der Abhilfe, mit dem Spiegel, mit dem Kamerasystem, denke ich, ist das Ganze für mich ausgemerzt. Ja, super. Ja, wenn man sich die Kosten sparen kann und man sich daran gewöhnt hat und eben die technischen Assistenten hat. Genau, richtig. Also ich werde es in den nächsten Wochen ausprobieren, aber ich denke, man lässt sich mit dem Rechtslenker genauso gut fahren wie auf der linken Seite. Es ist alles eine Gewohnheitssache. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, schauen wir mal vorne rein und gucken uns mal die Kameras an. Okay, können wir gerne machen. Es sind ja tatsächlich gar nicht so viele Monitore, wie ich gedacht habe. Dirk, das hier ist dein Radio, das macht gerade ein Update. Genau, richtig. Das ist das Alpine Radio, genau, richtig. Auf dem Radio haben wir jetzt separat angeschlossen die Spiegelkamera für den Blick nach links, das was ich dir vorhin erklärt habe, dass ich den toten Winkel auf der linken Seite sehe. Und die 360-Grad-Kamera haben wir hier auf dem separaten Bildschirm. Da gibt es praktisch die Halterung noch nicht dazu. Die haben wir bestellt, die kommt noch. Deswegen jetzt so einfach in der Hand. Den kann man sich dann platzieren, wo man genau, den setze ich mir dann nachher zum Fahren so schön hin, dass ich den praktisch schön im Blickfeld habe, dass ich den Kopf nicht arg drehen muss, dass man einfach bequem auf den Bildschirm drauf schauen kann.
Aber eine Wahnsinnserleichterung. Ja, also ich bin echt gespannt jetzt, wie es sich dann die nächsten Tage im Live-Test anfühlt. Also hier sehen wir jetzt praktisch einmal ein Bild von der Vogelperspektive von vorne aufs Fahrzeug. Das wollte ich so haben, dass das so eingerichtet ist, dass ich praktisch von vorne das Fahrzeug sehe und alles, was links und rechts am Fahrzeug vorbeifährt oder auch nach hinten im Überblick habe. Das zweite Bild ist das gleiche Fahrzeug. Von oben gesehen, damit sehe ich praktisch komplett die Umrisse, wenn ich jetzt irgendwo einparken muss, wie jetzt hier dieser Rand von der Straße, dass ich sehe, ob ich irgendwo hängen bleibe oder nicht. Gibt es Hindernisse, ja. Genau, richtig. Dann gibt es noch verschiedene Einstellungen, da muss ich mich aber selber auch noch reinfuchsen. Schauen wir mal, genau richtig, das ist jetzt die Heckkamera vom Heck hinten in größer, das ganze Bild. Ich habe mir hier dann noch mal eine komplette Rückansicht einprogrammieren lassen, dass ich das Ganze nach hinten sehe, dass wenn ich auf der Autobahn irgendwo fahre, genau richtig, auf in die Ferne das Ganze sehe, dass ich schon weiß, wenn ich überholen möchte, dass ich den Verkehr hinten schon genau beobachten kann, wann kann ich links rüberziehen. Das war von mir ein Wunsch, das hat er mir nochmal schön eingepflegt und ich bin echt überrascht, wie gut das Bild eigentlich ist. Also ich hätte es wirklich nicht gedacht, und wie dass man es so gut sieht. Genau. Und einfach über den Tastenlook einfach wieder drücken und man kommt wieder in das andere Programm. Das ist das Bild von der Dachkamera. Wir haben extra die Kamera so tief gesetzt, dass ich den Rand von den Solarplatten oben sehe, um einschätzen zu können, ob ich unter der Brücke durchkomme oder nicht. Einfach einen Referenzpunkt zu haben, genau richtig auf dem Bild. Ja, ist ja wichtig bei so einem hohen Fahrzeug, fast 4 Meter. Genau, richtig, ja. So, das ist jetzt praktisch noch das Leerbild. Das ist die Kamera, wo noch fehlt auf dem Dach, um das Ganze auch nach hinten zu sehen. Um die Höhe, wenn ich durch Brücken fahre oder so wie hier unter Bäumen durchgehe, Äste, genau richtig. Ja. Genau, das Ganze geht dann praktisch auch nochmal über ein Programm, über den Rückwärtsgangschalter. Kann ich euch jetzt aber so, ich kann es euch schon zeigen, aber dazu muss der Motor laufen, dass ich den Rückwärtsgang einlegen kann. Und dann gibt es hier nochmal 2, 3 Bilder, wo das Ganze praktisch nochmal feiner nach hinten zeigen. Die Ecken schön sauber zeigen, sodass man einfach sauber rückwärts fahren kann. Ja. Eine tolle Assistenz. Wenn euch die Alpine 360° Birdview Kamera im Detail interessiert, wir wollen hier jetzt nicht noch länger drauf eingehen, dann verlinken wir euch hier oben das separate Video dazu und da könnt ihr euch dann nochmal alle Infos holen, die ihr braucht. Was ich richtig cool finde an dem Fahrzeug, Dirk, ist, dass es so kurz ist und dass wirklich, hier ist die Scheibe, man weiß, das Fahrzeug endet, man hat vorne keinen langen Überstand. Richtig. Das ist richtig gut. Also so übersichtlich wie es vorne ist und richtig schön ist, so unübersichtlich ist es halt nach hinten. Ja. Genau. Und was ich auch gerade gesehen habe, ist diese witzige Luke. Ich schätze, das hat auch was mit dem Militär zu tun. Ja, das ist halt mein Schiebedach für den LKW, sag ich mal. Das ist so eine Besonderheit. Da ist normalerweise oben die Lafette fürs Maschinengewehr drauf, für einen Militäreinsatz wie auch immer. Ja. Ich habe natürlich keins drauf. Aber ein Gag, du kannst den Kopf rausstrecken. Genau, richtig. Ja. Genau. Cool. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder raus. Okay. Und schauen mal, was es weiter noch gibt. Okay, super. Hier sieht man nochmal richtig gut, dass das Fahrzeug quasi mit der Scheibe endet. Ja, richtig. Und das ist die andere Kamera, ne? Genau, das ist die Frontkamera. Was haben wir sonst am Fahrzeug? Wir haben hier die Schägel, die Abschleppschägel, genau richtig, wo zum praktisch, wenn du dich festgefahren hast, dass du dich abschleppen kannst, rausziehen lassen kannst, richtige Befestigungspunkte. Ja. Also, ja, ein schöner Böschungswinkel. Genau, wir haben den Böschungswinkel vom Fahrzeug. Ich denke, damit lässt sich gut ins Gelände gehen. Ich denke auch. Genau, also gehen wir mal weiter rum. Wir haben hier das, was ich vorhin angesprochen habe, den Kühler vom Fahrzeug. Der sitzt hier praktisch auf der Seite. Dass kein Schmutz reinkommt. Genau, dass kein Schmutz reinkommt. Hier dahinter sitzt der Hydrauliklüfter, der wo praktisch die warme Luft vom Kühler wegbläst. Einfach um das Fahrzeug fahrfertig zu halten. Das war der Gedanke vom Militär. Ja. Ja, was haben wir sonst noch? Wir haben hier Batteriefach, wir haben hier Staufächer, hier sind praktisch meine Sonnensegel drin, das Notstromaggregat. Alles, was man eigentlich braucht, um mit so einem Fahrzeug wirklich autark unterwegs zu sein. Ja, und von außen gut zugänglich zu sein. Genau, und zugänglich zu sein, sodass man mal rankommt. Die Klappe ist vermutlich dein Landstrom. Genau, mein Landstromanschluss oder auch die Möglichkeit für Stromaggregat. Ja. Um wieder die Batterien füllen zu können. Wenn solarmäßig nichts geht,
Ich habe noch ein System drin, da das Fahrzeug aber auch noch nicht 100% fertig ist. Es gibt noch 3 Ladebooster im Fahrzeug drin, wo dann über die Lichtmaschine nochmal Strom bringt. Aber die sind derzeit noch nicht angeschlossen, so weit bin ich einfach nicht. Also das gibt so die Arbeit für dieses Jahr, um das Fahrzeug einfach fertigzustellen. Arbeit geht nie aus. Genau, richtig. Ich denke auch, die Arbeit geht nicht aus bei dem Fahrzeug. Ja. Was ist das? Wasser? Okay, das ist der Abgaskamin von der Dieselheizung. Truma. Genau, das ist eine Truma Dieselheizung drin, wo kombiniert mit entweder 230 Volt oder mit Diesel funktioniert, mit Elektro, genau. Ich kann es als Hybrid oder auch je nachdem nur einzeln benutzen. Innen läuft alles über Warmluft, es gibt keine alte Heizung. Es war für mich zu anfällig, das ganze System, die Fußbodenheizung mit Warmwasser zu machen, weil ich mit dem Fahrzeug einfach, ich möchte ins Gelände und alles, was mit Wasser ist, Verbindungen, es ist alles in Bewegung, kann alles undicht werden, und das wollte ich einfach vermeiden. Genau, richtig. So, das Spannendste an dem Fahrzeug ist natürlich deine Kabine mit dem Quad. Man sieht von außen auch überhaupt nicht, dass man hier irgendwas bewegen, irgendwas runterfahren kann. Genau, richtig. Ich bin jetzt echt gespannt zu sehen, wie das aussieht, wenn es runterfährt. Ich denke, das ist jetzt ein bisschen ein Highlight von dem ganzen Fahrzeug, auch für die ganzen Technikfanatiker. Ja. Also ich kann es euch mal schön vorführen. Wir haben jetzt hier praktisch einmal einen Unterfahrschutz, der wo hydraulisch rein und raus gefahren werden muss. Brauchst du für den deutschen Straßenverkehr. Hindert mich aber praktisch daran, die Box hoch und runter zu fahren. Deswegen wurde praktisch ein hydraulischer montiert. Der, wo jetzt, bevor ich die Box runterfahre, genau, wird erstmal der Hydraulikzylinder reingefahren, dann fahre ich die Box nach unten runter, und weil das Fahrzeug ja nicht immer gerade steht, hat die Hinterachse nochmal ein Hydrauliksystem, wo ich praktisch die Hinterachse nochmal gerade stellen kann, dass die Box sich immer gerade stellt. Also ich würde einfach vorschlagen, ich zeige euch das jetzt einfach mal geschwind, ich lasse das Ganze runter und schauen wir, dass das auch funktioniert. Danke dir. Okay. Also, wir fahren zuerst mal praktisch den hydraulischen Unterfahrschutz rein, das Ganze. Dann nehme ich, Moment, jetzt muss ich schon mal schauen, ich muss erst entliegeln. Genau. Dann wird die ganze Box nach unten gefahren, das dauert jetzt ein bisschen einen Augenblick. Was hat es mit dem Blub auf sich? Den Blub, das ist der Name vom LKW. Jedes Expeditionsfahrzeug hat einen Namen bekommen, und der hat irgendwann mal durch diese Garage hinten, weil das ja aus dem Fahrzeug rausblubbt, war das der Blub. Das ist doch mal richtig, richtig cool, oder? Habe ich wirklich noch nie gesehen. Ich habe schon einige Wohnmobile und Exmos gesehen. Wie findet ihr das? Schreibt uns mal in die Kommentare. Spielerei oder richtiges cooles Top? So. Jetzt lässt sich die ganze Garage öffnen, und da drin ist praktisch mein Backup-System mit dem Quad. Das ist ja richtig krass, habe ich so noch nie gesehen. Was für ein Quad ist das? Das ist eine, jetzt muss ich echt überlegen, eine Can-Am. Das ist eine 1000 Kubik mit, muss ich überlegen, glaube 73 PS. Okay, Can-Am haben wir richtig auf dem Mexiko gesehen, also Ja, okay. ist was Gutes. Also es war auch wirklich die einzige Maschine, die wo jetzt genau eigentlich in diese Box so reinpasst. Genau, richtig. Also es ist echt schwierig, in dieser Größe ein Quad zu bekommen, wo da reingeht. Ja, aber ist richtig, richtig cool mit der Box. Man sieht es von außen nicht, gerade bei Fahrzeugverschiffung oder je nachdem, wo man das Fahrzeug parkt, ist einfach der Inhalt gut geschützt. Keiner kommt als Quad, als Motorrad, als Fahrrad, an was auch immer ran. Genau. So, das war die Idee von dieser Box, einfach um alles zu schützen. Ich habe nichts außerhalb vom Fahrzeug. Ich kann auch für die Verschiffung gewisse Sachen in die Box reinpacken, und es kommt niemand ran. Auch wenn sie das Fahrzeug aufbrechen, an die Box kommt niemand ran, die kann niemand runterlassen, weil die Fernbedienung nicht im Fahrzeug bleibt. Es bleibt alles safe da drin. Ist was verriegelt, verschlossen, richtig smart. Coole Lösung. Genau, also ich fand es auch eine tolle Idee. Das Benefit ist ein bisschen, dass ich dadurch, dass ich den Heckträger nicht habe für Quad, Motorrad, wie auch immer, habe ich die Möglichkeit hinten noch gehabt, praktisch die Solarpanels, das komplette Heck mit Solarpanels zu belegen. Das schauen wir jetzt auch gleich noch an. Genau, richtig. Das sind ja auch nochmal wahnsinns große Solarpaneele, Dirk, hier hinten. Die kann ich auch ausrichten, Genau, also je nach richtig. Sonnenstand. Also ich habe mir ein System nochmal überlegt, wo ich praktisch mit dem Dämpfersystem die ganzen Platten, um nach der Sonne das Ganze auszurichten,
die Platten praktisch nochmal komplett hochlassen kann. Hochnehmen kannst. Ich kann es euch jetzt so nicht zeigen, weil ich das Seilsystem nicht habe, aber hier ist Ja. normalerweise ein Karabiner mit dem Seilsystem, dass ich die ganzen Platten, wie es oben steht, auch wieder runterziehen kann. Also du kannst sie wirklich horizontal Genau, stellen. richtig, genau. Wahnsinn. Sehr durchdacht alles auf jeden Fall. Ja, ich hoffe es. Ob es sich bewährt, wird sich zeigen. Also dann, willkommen in meinem Reich. Dankeschön, Dirk. Ein ganz anderes Raumgefühl als bei uns. Wir haben 6 Quadratmeter. Wie viel hast du ungefähr? Also ich habe hier, glaube ich, knapp 14 Quadratmeter, 14,5 Quadratmeter. Okay, also gutes Doppelte. Genau. Also ich hoffe, euch stört es, dass es hier noch ein bisschen aussieht wie auf der Baustelle, aber Es die ist ja Fenster auch sind noch alle eine noch Baustelle. ein bisschen abgedeckt hier. Ja, es ist wie es ist. Es ist Baustelle. Das Fahrzeug ist zu 80% nur fertiggestellt. Der Rest wird dieses Jahr fertig gemacht. Es gibt noch einiges zu machen. Aber ich lebe ja in dem Fahrzeug hier schon drin und damit ist es für mich eigentlich So schon lebt sich's wohnbar. halt auf einer Genau, richtig. Baustelle. Genau, ich lebe auf einer Baustelle, aber für mich auf einer schönen Baustelle. Absolut. Wir sind hier jetzt ja schon in der Sitzecke. Genau, Hier richtig. dran ist dein Bett. Genau, wir haben jetzt das Bett, das ist natürlich jetzt unten auf dem Boden, weil die Quadgarage, ich schlafe ja auf meiner Quadgarage, die Box ist jetzt unten auf dem Boden. Ich kann sie dir einmal das zeigen, wie es dann aussieht, wie man das Geht auf Ganze hoch. Knopfdruck. Das geht dann auf Knopfdruck, so wie die Bühne runter ging, so geht es Geht's praktisch auch auch wieder wieder nach hoch. oben. Genau. Das heißt, du kannst dein Bett hoch und runter fahren, Genau. wie es dir beliebt. Ich kann meine Schlafposition, so wie ich das möchte, zur Decke nach unten, ich kann beliebig schlafen. Ja, Also das war mir extrem wichtig. das heißt, du kannst dann auch gut aufrecht sitzen Genau, zum richtig so. Lesen. Das ist jetzt für mich meine Schlafposition, das ist jetzt mein Schlafzimmer. Wenn ich fahren möchte, fahre ich die ganze Box nach oben, damit ist praktisch das Bett in dem Augenblick nicht nutzbar. Aber das ist so ein kleiner Kompromiss, den muss ich eingehen. Ja, beim Fahren braucht man ja auch keinen. Beim Fahren braucht man es genau richtig. Was natürlich immer so ist, ich habe hier oben diese große Staubox drin, das ist praktisch mein Kleiderschrank. Und an den komme ich natürlich nicht dran, wenn die Box ganz hochgefahren ist. Ah ja, das sind so. Das sind diese ganz normalen Staubkästen, Euro-Boxen, genau Euro-Boxen. richtig. Das sind 8 Stück. Und da ist momentan alles drin, was mein Haushalt, was ich an Klamotten habe, Ja, was wahrscheinlich wie bei euch auch einfach immer zu viel ist. das stimmt. Also es sind Klamotten momentan sind wirklich immer zu viel. Also es immer, sind wirklich, immer. ich denke, ich kann hier locker die Hälfte ausmisten irgendwann. Haben wir tatsächlich auch gerade Ja. gemacht. Und die Hälfte wieder von Mexiko zurück nach Deutschland, Genau. weil wir es nicht gebraucht haben. Aber ich denke, das ist so was jeder Camper so ein bisschen. Ich glaube, das ist auch im normalen Haushalt Genau. so, oder weil immer zu viel. Genau. Und die Matratze ist 1,40 Meter. Das ist 1,40 Meter auf 2 Meter. Ich habe jetzt hier hinten noch ein bisschen, ich hätte ihn länger nehmen können, weil die Box natürlich ein bisschen länger ist. Ja. Aber ich habe im Nachgang so ein bisschen festgestellt, dass das gar nicht ganz schlecht ist, wegen der Belüftung von der Dass Matratze. man ein Ich habe bisschen Spielraum hab unten hat. drunter das Froli-System, Ah, das ganz ist normal. auch richtig cool. Ne? Genau, Super richtig. bequem, Und dadurch habe ich praktisch automatisch eine Belüftung, weil die Matratze vorne und hinten auf ein ist. bisschen Luft hat. Genau, die Luft kann zirkulieren. Und von daher passt das ganz gut. Für mich auf jeden Fall. Und deine Fenster sind ganz normale Fenster, die man jetzt auch im Hausbau findet? Oder kommen die aus dem Bootsbereich? Oder Nein, aus dem also die kommen ganz Campingbereich? normal aus dem Campingbereich, aus dem Expeditionsmobilbereich. Es sind Optimalfenster. Das ist ein Pardon zu KTC-Fenster. Also wirklich eine sehr gute Marke. Ja, ganz normal zum Öffnen, Ja. auf und zu. Du hast die normalen Fliegengitter, du hast zum Verdunkeln Verdunkeln. oder halb oder wie auch immer. Es sind Echtglasfenster, also auch wenn sie mal kaputt gehen, man kann ganz normal Gut die Scheibe ersetzen. wechseln, man kann sie gut ersetzen, genau richtig. Ich denke, sie sind auch dadurch relativ einbruchsicher, wie jetzt normale Kunststofffenster. Also für mich waren das bei der Auswahl die optimalen Fenster. Also ich habe auch einen guten Draht mittlerweile zu dem Fensterhersteller. Das ist eine polnische Firma. Ich hatte sogar das Problem, dass wir beim Lackieren vom Fahrzeug verschiedene Dichtungen verbrannt hatten. Und da kam die Firma,
Die kam aus Polen extra wegen Der Dichtung. die Dichtungen. Ich hatte denen angeboten, sie sollen mir die neue Dichtung schicken. Es war mein Fehler. Und die haben sich das nicht nehmen lassen. Die kamen aus Polen mit 2 Mann und haben praktisch einen Tag lang komplett alle Die Dichtungen am getauscht, Fahrzeug erneuert. alle getauscht und Toll. wollten nichts dafür haben. Also ein sehr empfehlenswerter Service. Also wirklich muss ich sagen, ja. Also die Jungs sind wirklich gut unterwegs. Toll. Und du hast dich aber gegen Dachluken und gegen Dachfenster entschieden zugunsten von den Von Solarpanelen. den Solarplatten, genau, richtig. Es ist natürlich, das Fahrzeug macht im vorderen Küchenbereich jetzt natürlich ein bisschen einen dunklen Eindruck, weil die Fenster natürlich jetzt fehlen oder die Dachluke Das fehlt. Oberlicht fehlt, Das ja. Oberlicht fehlt ein bisschen. Auch beim Kochen ist ein bisschen der Nachteil, dass einfach ja, die Feuchtigkeit in die Decke hochzieht und ich sie nicht rauslassen kann. Ja. Aber mir war einfach, ich habe überlegt, was ist mir lieber? Entweder die Energie, die Stromversorgung oder eine Dachluke zu haben. Dachluke hat natürlich einmal Vor- und Nachteile. Für mich ist, du hast im Winter hast du die Kälte, wo reindrückt, im Sommer die Wärme, Die wo Hitze, reindrückt. Wassereinbruch ist immer so eine Und- Geschichte. Genau, über die Zeit dann Wassereinbruch. Über die Jahre hinweg werden die Dichtungen spröde Ja. und irgendwann hast du Wasser im Dach drin. Also, Habe ich so nicht. bestimmt ich- nicht die dümmste Entscheidung. Ja, ich denke auch. Also ich denke, das muss aber jeder für sich entscheiden, wie er das haben möchte. Ich bin jetzt noch mal am Überlegen mit dem Thema Kochen, ob ich mir irgendwie noch mal einen Lüfter an das Fenster hinbauen soll, dass ich einfach diese Wasserdämpfe aus dem Fahrzeug rausziehen kann. Aber Die ja, das, Feuchtigkeit. das lebt einfach. So ein Fahrzeug, man lebt jetzt hier drin und man stellt gewisse Sachen fest, wo gut sind, wo schlecht sind, wo man nochmal Abhilfe schaffen muss. Ist wie beim Hausbau. Genau, es ist wie Perfekt beim ist Hausbau. nie, man Genau, findet richtig. immer irgendwas. Ja. Genau. So, was gibt es sonst zu sagen? Wir haben Ein hier noch Esstisch. diese, genau richtig, wir haben hier noch eine Essecke, eine ja, U-Rundsitzgrube, wie man da immer dazu sagt. Ich habe die Möglichkeit, den Tisch hier abzusenken, Mhm. das Ganze runterzumachen, die Polster praktisch wie beim Camper, Wohnmobil, Anhänger, wie auch immer, die zusammenzuschieben und Dann dadurch nochmal ein entsteht hier Schlafbereich. praktisch nochmal 1 oder 2 Schlafplätze, wenn nochmal jemand mit möchte, wie auch immer. Oder so eine Liegewiese zum. Als Liegewiese, Fernsehen genau. Für schauen. mich ist es zum Fernsehen. Ich habe hier den Fernseher an der Seite hängen. Ja, es ist so einfach die Kuschelecke hier. Gemütlich. Das Gemütliche, genau. Hast du eine Sattschüssel dann auf dem Dach? Nein, oder? ich schaue hier komplett über WLAN Netflix. oder Internet, Netflix dann, wie auch immer, genau richtig. Ich habe lang auch überlegt, eine Satellitenschüssel aufzubauen, aber nein, ich denke, heute es geht alles übers Netz so gut. Man kann alles Filme schauen, auch ruckfrei, wie auch immer. Ja. Ich möchte mir das einfach gar nicht antun, dann nochmal eine Schüssel hochzubauen. Und WLAN über einen Router. Über WLAN, über den Ruder haben wir ja heute verbaut oder diese Woche hier. Ja. Und das muss man jetzt nochmal testen, wie es alles funktioniert, aber da bin ich recht Dem zuversichtlich. Fernsehvergnügen nichts mehr im Wege. Genau, Sehr richtig. schön. Und hier im Zwischenbereich stehen wir auch schon fast mit in deiner Küche. Ich sehe einen Backofen, Genau, richtig. Wir haben, Haushaltsbackofen. genau, wir haben einen ganz normalen Standardbackofen mit einer Mikrowelle in 230 Volt. Das Thema haben wir ja vorhin schon draußen angesprochen. Ja, Hier daneben haben wir ganz normal den Kühlschrank. großer mit Haushaltskühlschrank. Genau, großer Haushaltskühlschrank mit unten drunter Gefrierfach. Ja. Mit 2 Schieber. Ja, dann den Küchenbereich. Ich habe ein normales Waschbecken, Haushaltswaschbecken, ganz normalen Haushaltswasserhahn, ein 4-Zonen-Ceranfeld Auch mit Induktion, Elektro. genau, mit Induktionskochfeld. Ja, das Fenster hier in der Küche, das ist das, was ich hier gerade schon erklärt habe. Das ist müssen wir schwierig überlegen, mit der irgendwie ein bisschen mit der Feuchtigkeit. Feuchtigkeit, dass man hier ein Gebläse reinbaut. Aber Ja. da muss ich mir noch was überlegen. Ja, ansonsten ganz normale Küchenschränke, wie auch immer. Ein bisschen chaotisch jetzt hier, ein bisschen vom Fahren vermutlich. Aus was für Material sind die Schränke? Also die Schränke, die Vorderseite hier sind, schlag mich tot, vom Schreiner, kann ich dir gerade, das hat eine spezielle Oberfläche, Ja. also wie die Küchenschränke sind. Die Holzseite sind Echtholz-Nussbaumfurnier, wo lackiert wurden, dass sie einfach ein bisschen unempfindlicher werden gegen Fett und wie auch immer, sodass man sie sauber abwaschen kann. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich hab Vorteil vom LKW, es kommt nicht so aufs Gewicht an, ne? Ja, beim LKW hier hat es keine Rolle gespielt. Ja, Also hier war es wirklich nicht relevantes Gewicht. Und für mich war einfach ja die Frage, wie wird es gemütlich? Ich mag so diese weißen Oberflächen nicht. Für mich muss immer viel Braun mit dabei Kombi-Aushaltung, sein. Einfach ja. warm, einfach ein warmes Umfeld. Und ja, und so hat sich das halt ergeben, das Ganze. Deine Schrankverschlüsse sind magnetisch? Das sind, nein, oder? das sind Verschlüsse aus dem Schiffsbau. Das sind Druckverschlüsse, Kompressionsdruckverschlüsse, Ja. die wo praktisch ganz normal einfach über Druck
zugedrückt werden. Während der Fahrt nichts Genau, aufgehen. es kann während der Fahrt nichts aufgehen, also auch wenn sie sich mal lösen. Es ist hinten ein Schraubverschluss dran, wo man die Spannung wieder einstellen kann, sodass das einfach angenehm ist zu verschließen und auch wieder zu öffnen. Super. Und was für einen Boden hast du? Laminat, ganz Es ist normal? hier, genau, es ist ein Laminatboden. Ja. Unter dem Laminatboden hier habe ich nochmal eine elektrische Fußbodenheizung verbaut. Das sind einfach ganz normale Heizfolien. Ja, so dass einfach für den Übergang oder auch wenn es mal wirklich zu kalt wäre von unten, einfach du warme Füße hier im Fahrzeug Je hast. nachdem, wo man sich befindet. Genau, wo man auch. sich befindet. Mein Hauptziel ist eigentlich immer mehr die warme Region, deswegen bin ich nicht so Nur für den mit Notfall. Heizung. Ja. Genau, ich habe die Heizung hier drin, aber ich habe jetzt nicht das High-End-Level-Heizsystem hier drin. Mhm. Und der ganze Koffer ist wahrscheinlich auch gut isoliert. Der Koffer ist mit Gedämmt. 60 mm BU-Schaum isoliert, auch die Decke ist 60 mm, der Fußboden ist mit 90 oder 100 mm ist sogar isoliert, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie stark wir das wirklich gemacht haben. Ich bin der Meinung 90 mm Ja. Isolierung. Also ergibt jetzt über den Winter, war jetzt nicht so extrem, dass ich die Fußbodenheizung habe einschalten müssen. Okay, Aber super. ich habe sie funktioniert und wenn sie dann mal an ist, gibt es richtig warme Füße. Das glaube Dann wird es ich. richtig kuschelig. Aber wie gesagt, mein Ziel ist eher die warme Region und von daher so wurde das Auto für mich konstruiert und gebaut. So habe ich es gemacht, einfach für die wärmere Region. Ja. Und auf Gas verzichtest du komplett, weil du ja auch mit Elektro Genau, kochst. richtig. Für mich Und- war einfach Gas nochmal die Frage, du hast nochmal ein drittes System im Fahrzeug, du musst einen Gastank unterbringen, du musst Gasleitungen legen, du musst eine Dichtigkeitsprüfung machen. Immer wieder, wenn du im Ausland bist, nach Deutschland kommst, musst du die Gasprüfung machen. Nein, war für mich keine Alternative. Option. Ich wollte einfach, ich denke Diesel, natürlich verbrauchst du Diesel, aber Man bekommt ihn immer, ja. du hast ihn immer. Ich habe keine Länder, wo ich jetzt gucken muss, wer füllt mir die Gasflasche nach, habe ich das richtige Gas, Ja. bekomme ich sauberes Gas. Also so unproblematisch wie möglich So das einfach Ganze. wie Ich denke, möglich. Strom habe ich genug dabei. Von daher denke ich, bin ich damit ganz gut aufgestellt. Was kommt hier an die Wand, Dirk? Noch ein Fernseher oder? Nein, also das ist jetzt schon die Vorrichtung für die Splitklimaanlage. Es kommt Ah, ja. eine ganz normale haushaltsübliche Splitklimaanlage mit dem Innenteil, mit den Leitungsdurchführungen nach draußen. Das Außenaggregat kommt draußen auf den Lüfter vom Motor oben noch mit drauf. Und damit habe ich eine ganz normale Haushaltsklimaanlage, wie jeder andere Mensch zu Hause, wenn er eine hat, auch hat. Richtig toll. Gerade Also, für die warmen Gefilde, wenn du Genau. sagst, du bevorzugst die Regionen, dann schläft es mit Klima natürlich deutlich genau, besser. richtig. Das kennt ihr so gut wie ich auch, wenn es mal nachts über 30 Grad wird. Es schläft sich einfach schlecht. Dann schläft sich's ganz schlecht, richtig. Genau. Sehr gut. Und ich schätze, hinter dieser Tür verbirgt sich das Badezimmer. Genau, richtig. Also hier kommt mein kleines Bad und Reich. Also man kann sich nicht drin verlaufen. Das muss man ja auch nicht. Genau, man muss es Funktional. nicht, genau, richtig. Ich habe hier, das Bad ist natürlich innen drin ein bisschen kleiner geworden, dadurch, dass hier eine haushaltsübliche Waschmaschine steht. Ich habe hier einen 40 cm Toplader drin stehen, um einfach meine Wäsche überall waschen zu können. Wie viel Also, Kilo gehen da rein? Es ist eine 6 Kilo Maschine. Mhm. Ich denke, ich war jetzt noch nicht so viel unterwegs wie ihr, das kommt ja noch, aber ich war einfach nicht ich bin nicht der Typ, um mir irgendwelche Waschsalone zu suchen und wie immer. Für mich Du war möchtest wichtig, unabhängig sein. einfach autark zu sein und wenn ich Wäsche waschen möchte, möchte ich es jetzt machen und Ja. nicht irgendwann, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Was gibt es noch zu sagen? Ja, ich habe hier die Glesana C1 verbaut als Toilette. Die siehst du momentan jetzt überhaupt nicht, aber ich habe das ja im Vorfeld schon mal gezeigt. Die kann man rausziehen, dann kann ich die drehen und dann kann man sie ganz normal hier in der Dusche praktisch Positionieren. genau positionieren. Wenn die Toilette nicht benötigt wird, wird die wieder reingeschoben, dann macht sie praktisch die Duschtasse frei unten. Ich habe auch die Duschtasse auch in Edelstahl gemacht, einfach stabilitätshalber, einfach auch hygienisch, weil lässt sich sauber reinigen, Kunststoff wird nicht brüchig. Einfach, ich denke, das hat Hand und Fuß, das Ganze. Auf jeden Fall. Wir haben gerade das Problem, dass unsere Kunststoffwanne nämlich bricht. Ah, Wir haben siehst du? Risse drin Ja. und würden auf jeden Fall auf Edelstahl. Genau, gehen. also das kannte ich jetzt aus meinen vorherigen Wohnmobilen auch. Da war Ja. auch immer das Thema mit dem Kunststoff über die Jahre. Es wird brüchig, aus dem Grund war dann einfach die Idee, nein, ich baue mir hier die Duschtasse aus Edelstahl. Ja.
Und du hast sogar so eine richtig schöne Regenschauerdusche. Genau, richtig, genau. Die lässt sich jetzt drehen, das sind ganz normale haushaltsübliche Wasserhahn und auch eine Duscharmatur. Ja. Ich zum Duschen, muss ich den Duschvorhang außen rumziehen und dann gibt es nicht viel Platz zum Umfallen. Und aber man muss auch nicht viel putzen. genau, richtig. Es ist relativ einfach sauber zu halten, das Ganze. Das ganze Fahrzeug ist wie beim Camper eigentlich so, du bist in einer halben Stunde eigentlich mit deinem Hausputz bist du durch. So ich denke, das ist sein. so, genau, man will ein ja reißen Riesenvorteil. und nicht putzen. Genau, richtig. Und ein Fenster zum Lüften gibt es auch. Genau, richtig. Ist auch ein Fenster von der Firma Optimal. Es ist ein kleines Fenster, aber so zum Lüften, man kriegt die Feuchtigkeit relativ schnell raus. Ja, und mehr gibt es eigentlich zu dem Bad hier. Die Wand nicht ist zu sagen. PU, also es ist da gibt es einen bestimmten Namen von diesem Muster, Aluplast oder irgendwas. Also die ist normal beklebt, das ist normale GFK-Wand, wo dann einfach nochmal mit einem bestimmten Muster beklebt wurde. Okay. Was ich bei der Toilette super spannend fand, Dirk, das ist eine, wie heißt die Toilette? Also ich kannte dieses Modell nicht. Also es ist eine Glesana C1, genau richtig. Es ist eine Folientoilette. Folientoilette. Genau richtig, das bedeutet, die Toilette benötigt kein Wasser. Es ist ein bisschen wie früher bei Mama, wenn sie Essen eingeschweißt hat, du gehst auf die Toilette, es ist unten drunter eine Folie, du machst dein Geschäft in die Folie rein, drückst auf den Knopf, groß, klein, mittel, das sagst du der Toilette und dann praktisch der Beutel mit deinem Inhalt nach unten gezogen, oben kommt ein Schweißband, wo die Folie dicht schweißt, abschneidet und das Ganze unten in den Behälter fällt. Das heißt, die verschweißten Folien oder Tüten werden dann unten in den Behälter in der Toilette gesammelt. Genau. Und du kannst den nach gewisser Zeit einfach ganz normal im Restmüll in einem ganz normalen entsorgen. Haus und Restmüll tue ich das ganz normal entsorgen. Okay, genau. Also was ganz Neues. Keine Chemietoilette, keine Trockentrenntoilette, sondern eine Folientoilette. Eine Folientoilette, genau. Spannend. Das ganze System gibt es seit 3 Jahren von der Firma Glesana, ist eine Schweizer Firma. Es streiten sich die Geister wie mit allem, dass viele sagen, wir haben den Müll, wir haben die Folie, wobei Glesana gerade eben auch dabei ist, eine Folie zu entwickeln, wo sich abbaut. Wobei ich immer sage, ist die Frage, wie schnell sie das abbaut. Chemie bleibt Chemie. Ja. Wird sich zeigen, ich denke, da machen sich andere Leute den Kopf. Aber für mich ist dieses System einfach für mich gut, einmal auch zum Einbauen von der Toilette. Ich brauche keine Wasserleitungen, ich brauche keine separate Rohre legen für Abwasser, für einen Häckseltank, was auch immer, sondern ich habe eine Toilette, die kann ich eigentlich mit 2 Kabeln in jedem Raum überall aufstellen und die funktioniert sofort. Und du sparst und ich kann sie, Wasser. genau, und ich so wie jetzt auch, muss mir keine Gedanken machen, ich baue die auf einen Schwerlastauszug. Ich baue die oben drauf und kann die Toilette hin und her schieben, brauche mir nicht Gedanken machen, wie meine Wasserleitungen angeschlossen werden, meine Abwasserrohre. Nein, ich habe 2 elektrische Kabel und damit ist das Thema erledigt. Genau, richtig. Ich kann sie auf einen relativ engen Raum einbauen, ich brauche nicht viel Platz. Klasse. Also war für mich die ideale Lösung. Danke, jetzt bin ich schlauer. Gerne schön, Ich kenne noch ein drittes Toilettenmodell, ja. Genau. Dann sage ich schon mal vielen Dank, Dirk, für die Vorstellung von deinem mobilen Zuhause. Vielleicht nehmen wir noch mal kurz Platz und du erzählst noch ein bisschen, wo es denn hingehen soll und was so deine Pläne mit diesem Fahrzeug sind. Okay, gerne, können wir gerne machen. Ich vermute mal, Dirk, dass das hier nicht dein erstes Fahrzeug ist, sondern du schon ganz viel Camping-Erfahrung wahrscheinlich gesammelt hast und weißt, worauf es dir mittlerweile ankommt. Richtig, so sieht's aus. Also ich campe eigentlich ab meinem 5. Lebensjahr schon mit meinen Eltern. Ich bin auf den Campingplätzen groß geworden. Ja, ab meinem 18. Lebensjahr war dann das Motorrad angesagt. Das war so mein erster Urlaub dann mit dem Zelt. Für mich selber. Da waren wir viel unterwegs, wie Sardinien und auch Griechenland bis an die türkische Grenze. Dann kam irgendwann das Thema, Wohnmobil, Wohnwagen, einfach wie der normale Ablauf von so einem Camperleben. Ja, die letzten 2 Fahrzeuge hatte ich dann ein normales, ein Alkoven-Fahrzeug und der ganz letzte war ein vollintegrierter, der war eigentlich von der Größe her wie dieser hier auch, nur halt nicht geländefähig. Irgendwann Aber von den Fahrzeugmaßen eigentlich identisch. Von den Fahrzeugmaßen bis auf die Höhe eigentlich identisch. Und irgendwann kam das Thema Expeditionsmobil einfach
Campingplätze waren alle überfüllt. Corona kam die Zeit, wo sich jeder ein Wohnmobil gekauft hat oder Wohnwagen. Die Campingplätze extrem voll waren, auch die Preise extrem angezogen haben. Und ich eigentlich immer so, ich mag Urlaub machen, aber nicht in Massentourismus. Das also dich zieht's in die Natur, in die Freiheit. Genau, in die richtig. Wildnis. Eigentlich denke ich, genau so ist es. Und deswegen war dann die Idee mit dem Expeditionsmobil, damit erschließen sich auch andere Länder einfach. Und so kam dann vor 3 Jahren das Fahrzeug, so wie es jetzt hier steht, in Gedanken und jetzt in Live. In Realität. In der Realität, genau. Im richtig. Werdegang, ja. Genau. Und ja, der Weg sieht jetzt so aus, dass ich das Fahrzeug jetzt eigentlich noch dieses Jahr, denke ich, voll fertig bauen werde, dass er wirklich komplett fertig ist. Dann ist der Weg nochmal 1 Jahr lang in Europa rumzutingeln, um einfach alles Herz zu testen. und Nieren zu testen, ja. Genau, um alle Kinderkrankheiten hier rauszubringen. Das gibt schon das ein oder andere, was noch nicht so richtig funktioniert. Das muss man dann nochmal überarbeiten. Und wenn das dann wirklich alles erledigt ist und ich sicher sein kann, dass es funktioniert, dann werde ich praktisch die Route, die ihr ja schon vorgemacht habt, nachfahren. Das heißt, Fahrzeug verschiffen, Argentinien und dann die Panamerika zu fahren. Das ist mal das nächste Ziel für die nächsten Jahre. Von Südamerika auch nach Nordamerika. Genau, richtig. Genau. Eine tolle Route. Wir durften sie Ich ja in hoffe es. großen Teilen schon selber erfahren und ja, wünschen dir natürlich von Herzen alles Gute dabei und stehen mit Rat und Tat zur Seite, wenn du Fragen hast zur Route oder zur Verschiffung oder zur Planung. Dankeschön, nehme ich gerne an. Ich werde mit Sicherheit das eine oder andere Mal nochmal nachfragen. Sehr gerne. Und euch wünsche ich Ende nächsten Monat einen guten Rückflug nach Mexiko. Dankeschön. Und dann eine wunderschöne Zeit noch in Amerika und dass das alles klappt mit eurem Visum. Vielen Dank, das wünschen wir uns natürlich auch. Dankeschön. Ja, ich hoffe, die Wohnmobil Roomtour oder Exmo Roomtour hat euch gefallen. Und wir freuen uns, mein Mann und ich, sehr über euer Abo. Also vergesst nicht, die Glocke zu drücken, unseren Kanal zu abonnieren. Jeden Mittwoch gibt es einen neuen Reise-Vlog von unserer Panamericana-Reise. Aktuell steht unser Van in Mexiko. Ganz bald geht's, wie der Dirk gesagt hat, aber in die USA und durch Kanada bis nach Alaska. Deshalb sage ich schon mal vielen Dank fürs Folgen und wenn ihr Fragen habt an den Dirk oder zu seinem Fahrzeug, dann schreibt uns die gerne in die Kommentare. Vielen Dank und euch eine gute Zeit. Bis bald. Ciao.